Test, Test. Okay. Jetzt hatte ich schon mal Schnorke an. So. Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen bei Sternschnuppen TV und zu Phase 3 von Flüchtige Farben im Flug. Heute, ich dachte eigentlich noch ein bisschen hin, aber irgendwie ist es schon heute. Heute können wir das Event abschließen, glaube ich. Und zwar gibt es hier jetzt diesen wunderschönen Meeresverteidiger. Ich nehme an, es geht ums Kämpfen. Aber wir haben auch die 3 Sachen hier, bei denen wir jetzt Teil 3 abschließen können. Wir fangen aber wie immer erstmal mit der Queste an, weil hier gibt's auch eine Queste. So. Warte bis 8, 12 Uhr am nächsten Tag. Okay. Oh, falsches Knöpfchen. Ich muss eben meinen Loot abholen, den ich gerade noch in dem Web-Event, was auch gerade läuft, erspielt habe. 8 Uhr, 8 Uhr, 8 Uhr, 8 Uhr. Nächster Tag, 8 Uhr. Es muss ganz genau sein. Also. Ach ja, sind wir mal gespannt, was uns heute erwartet. Ich kam leider nicht früher dazu, es tut mir leid. Aber... So, zack. Irgendwo in die Richtung. So, genau, wir hatten letztes Mal mit Kitsching dort das Feuerwerk, wurde gestohlen. Und wir haben Ermittlungen angestellt und Kitsching wollte alleine weitermachen. Eine sehr lange Quest, wie ich fand. Ich hoffe mal, heute dauert es nicht ganz so lang, weil dann wird es doch irgendwann langweilig, wenn es zu viel Gelaber ist. Aber mal gucken. Rest assured, all is quiet here in Chinksa village. Chongyun is guarding the outside and I'm guarding the inside. Not a problem in sight. Good. I've made some progress in my investigation as well. Oh? What are you planning? Is it time to strike? Let's go! Traveler, Paimon, you are just in time. I looked everywhere and I found some clues regarding the treasure hoarders. Besides wagon tracks, I also came across bits and pieces of fireworks packaging scattered on the road. Following those clues, I was able to finally locate the missing fireworks. But there was no sign of treasure hoarders. No, I think they might be just overly careless. I seem to have found the location where they've been stashing all their stolen goods. They must have thought it was well hidden and deemed it unnecessary to post any guards. The amount of fireworks they've amassed there is astonishing. Not only did they steal the ones in Chinksa village, but also from other locations too. They've gathered all the stolen goods there. I've asked the Millilith on guard at Chinksa village to report this to the Ministry of Civil Affairs. They will organize a search around that warehouse. Now that the Millilith is involved, you don't need to handle this yourself anymore! The treasure hoarders are notoriously cunning, and they may even have lookouts. If they notice anything suspicious, they will move the fireworks and our single lead will be lost. I have to keep an eye on the situation. You're not really thinking that you can take all of them yourself, are you? No. I am not that reckless. I just want to investigate the case thoroughly. But now that I have your help, the idea is feasible. So you really are considering it? Okay, then there's no time to lose. Let's go. In unserer Erinnerung sind die Sternschnuppen immer bunt. Oh. So, was hast du noch zu sagen? Though they are merely a group of irksome bandits. Please, exercise caution. Alles klar. I will exercise caution. 180 Meter
in Z-Richtung. Kann ich da irgendwo teleportieren? Ist egal. Okay. Dann laufe ich mal über die hübschen goldenen Felder voller Blumen? Raps? Fiktive Blume hier einfügen? Oh, Pepperoni. Nice. Diese Gruppen von Schutzräubern sollten versuchen zurückzukommen, um sich das Feuerwerk anzusehen. Please hide yourselves. Let's wait and see what happens. Hey, boss. You think we have enough fireworks now? Ha! Are you kidding? This ain't nowhere near enough. But boss, if we want more fireworks, we're gonna have to steal them in the city. Ain't gonna be easy. You got a point. All right, then we steal those things that make a real loud bang but don't light up real pretty. What do they call them? Ah, yeah, firecrackers. Those'll do the job. All we need to do is make some real ruckus. As long as we distract the Millilith, the other hoarders can do their end of the job. You get it? Got it, boss. I gotta hand it to you. We're gonna hit the jackpot this time. But, boss, all our boys are out scouting around. Don't you think we need a few more to guard the stash? Hey, don't worry about it. The Millilith are swamped with Lantern Rite. They won't have time to come out here. All right, move it, boys. Just a few more batches and we'll be... Uh-oh. Hey, boss, we got trouble! Huh? What happened? The jig is up, boss. The Millilith are coming, and it seems they've already caught our scouts. If one of the boys hadn't set off a firework to warn us, we would have been completely blindsided. Boss, let's run! But how did the Millilith find out about us? And so quickly, too? Ah, fine. Leave the fireworks and let's split. They won't be catching us. It's time to make our move. Ready? Let's go! Let's go! Drop your weapons and surrender immediately. Ha! Get out of my way! You got a death wish or something? I'll show you! Huh? Wait a second. You're Lady Kutchi, the Yuho. So you do recognize me then. I'll say it one more time. Drop your weapon and surrender. Now! Who would have thought we'd run into the Yuhong all the way out here? All right, hoarders. Looks like the Yuhong wants to play. We'll show you! Get him! Er redet immer noch, der ist schon lange tot. All right, so you want to do this the hard way. We surrender, Yuhong. Now, I want some answers. What were you planning to do with the stockpile of fireworks? We just... Tell the truth, and I might go easy on you. Fine. We were gonna smuggle these fireworks into the city and ignite them during the Lantern Rite's opening ceremony. The fireworks are really bright and loud and would definitely raise some havoc. We were gonna rob the city while everyone's distracted by the explosions. But, we didn't seem to have enough fireworks, so... Oh? So you mean you had more than one group of thieves stealing fireworks? Yeah, that's right. Originally, I had all the hoarders out stealing fireworks, but then one of them got caught by the Feiyun Commerce Guild and was arrested. I really didn't get it. Why did the Feiyun Commerce Guild get involved? We were only stealing from the government. No, what I meant is, well, I was worried that the guy who got arrested would rat us out. Who would have guessed we'd end up running into you like that? Hey, didn't one of you just say that the Millilith were coming too? Yeah, that's right. I wonder how the Millilith even found out we had dispatched scouts. They somehow captured almost all of them.
If someone hadn't alerted us, we would have all been caught. Well, you did get caught. Well, yeah. It appears that the Millilith managed to get the captured treasure hoarder to talk. There may still be other treasure hoarders in the area. We should head elsewhere just to be safe. Traveler, please escort the treasure hoarders back to Chinxa Village and hand them over to the Millilith stationed there. I'll be there once I am finished inspecting this place. Yes, you too. I'll see you in Chinxa Village. Okay. Chinxa Village. Habe ich noch mein Freundschaftsfarm-Team ab. Aber ist egal, hat ja gezogen. Glaslilie. Sexy. This is the last batch of fireworks that I can get. Don't worry. The Yu-Hung will be taking care of this personally. And with us on guard, Yes, indeed. Oh, it appears the traveler has returned. And with 2 others, no doubt. It's definitely dangerous to infiltrate an enemy area like that. If only I was there to fight alongside you. Come now, we both know the traveler is most capable. But who would have known we performed such a noble deed? We had arrested the treasure hoarder earlier by mere happenstance. Yeah, talk about a coincidence. It seems that justice always finds its way into the world. It is in fateful moments that miracles are born. So it was you! You horrible brutes are the ones who stole the fireworks? Just the sight of you two makes my blood boil. please calm down. I doubt they'll be causing any more trouble now that they're in custody. Thank you very much, Traveler. But may I ask, why has Lady Keqing not returned with you? Lady Keqing was worried there'd be more treasure hoarders lurking about. She wanted to conduct a full search of the area. Oh, I see. Yes, Lady Keqing is quite thorough. A squad of Millilith came by just now. I believe they were sent by the Ministry of Civil Affairs. I also heard that most of the fleeing treasure hoarders have already been apprehended. Hopefully that will be the end of this matter. Anyway, you may leave these treasure hoarders to us. I will escort them back to the city and make sure they stand trial with the others. And thus, our chapter has finally reached its timely conclusion. I am partial to fireworks myself, but I'm afraid we must also be leaving now. Huh? Why the hurry to get back to the Feiyun Commerce Guild? Oh, don't tell us you have work to do too! Inevitably, affairs do become busier around festive seasons. But no need to worry. We have many attendants to assist us. And there's always Chongyun, too. Huh? You mean you're assigning more work to me? 'Tis only my duty as your dearest friend. Work before play, as they say. I'm sure you understand. Oh, alright. I suppose. As the saying goes, many hands make light work. As long as work is assigned to the right people, everything will proceed without a hitch. If you ask me, I think speaking eloquently is just a guise for assigning work to everybody else. All right, all right. I shall treat you to a meal after the work is done. Farewell, traveler. By the way, do you know when Lady Keqing will be back, Traveler? There are not many fireworks in the second batch that I brought, so I'm worried that we can't achieve the show's desired effect. I was hoping we could somehow retrieve the stolen fireworks. Hey! Did you hear that explosion? Maybe it was fireworks. Or maybe more treasure hoarders! Oh no! Maybe she ran into trouble! Let's go and help her! Abend Yoda, abends auf 7.
Ah, ich bin bei Lost Ark noch so ein bisschen so mittelhyped. Und irgendwie habe ich schon ein paar Freunde gefragt, ob die das zocken und irgendwie alle auch so. Ich bin da, weiß noch nicht, ob ich Lost Ark, ob das der Shit ist. Oh shit, ich habe Ausdauer verloren. Oops. What did I do? Hey! Coaching! Uh-huh. What treasure hoarders? We heard an explosion and thought it might be treasure hoarders sending signals to one another again. I see. Sorry, that's not the case. I saw a few sticks of fireworks on the ground, so I fiddled with them, and sure enough, it seems I accidentally lit the fuse. Before I could react, the fireworks were already up in the air. So no enemies? Whew, well that's good. We thought you might have been surrounded by bad guys. I apologize. I didn't mean to alarm you. Fortunately, there are no more treasure hoarders in the area. It seems this matter has finally come to an end. Great! The case of the stolen fireworks is finally solved. Good thing we were able to get to the bottom of it. Otherwise, those beautiful fireworks would have gone to waste, and the whole show would be ruined. By the way, Kuching, you're the one in charge of the fireworks show, which means you know the best viewing spot, right? Yes, of course. The best view should be from the Jade Chamber. Don't worry, I haven't forgotten my promise. But first, I have to drop by the Ministry of Civil Affairs and close this case. Leave the rest of this to me. You've already been a great help. Why don't you go for a walk around the city and I'll meet you when I'm done? Okay, but we'll be waiting for you. Yes, I'll be there. Kuching really is super busy. I'll meet you when I am done. How many times have we heard that already? Now Paimon gets why Lady Ningguang is so worried about Kuching. If she keeps working like this, she really will miss the lantern rite. Oh, yeah! We said we would meet him! And we've even collected a few opinions about taking a rest from work. Zhongli said he'd wait for us at third round knockout. Let's go find him. 3 Brecherrausch, hm? Okay. Ja. Ich habe es nicht getestet, also ich habe kein Beta gespielt. Vielleicht schaue ich es mir auch mal an, auf jeden Fall. Wenn es kostenlos ist, kann ich hier auf jeden Fall einmal anzocken. Aber MMOs, oh, ich weiß nicht, ey, sind wir nicht zu alt dafür? Hast du da Zeit für? Hast du Urlaub genommen? Hey, is that who Paimon thinks it is? Yes, you are quite right. I shall take your wise words to heart, sir. They will certainly be most helpful in my next performance. You are welcome, Miss Yun. Your willingness to hear suggestions is indeed impressive. It's no wonder your opera performance has only been getting better. No, I'm afraid that's not always the case. Though I am still young, I can be quite arrogant at times. I do not always accept advice so readily, but your wisdom has spoken to me. Zhongli, we're back! Ah, you've returned. You are also acquaintances? Yes, we sure are! Not everyone gets the privilege of meeting someone so knowledgeable and discreet as Mr. Zhongli. You are indeed well-connected, traveler. I am flattered, Miss Yun. It is an honor for an ordinary person like myself to have met the traveler. Wow. Did he really just say that? I'm sure you must have matters to discuss.
I have an appointment with Xinyan, so if you'll excuse me, I'll take my leave. Very well. Goodbye, Miss Yun. See you around, Yunjin! So, tell me, what have you learned from your trip? I see. Well, traveler, what do you make of all their opinions? Yeah, Paimon already started creating her own story on the way here. The goal is to convince Keqing to rest more with just a simple story, right? If that's the case, then Paimon thinks we can use food as our theme. Think about it. Who doesn't like delicious food? And when it comes to eating, everyone has an opinion. It's the perfect angle for our story. Paimon knows just what to write. Let's say there's a chef in Liyue who's very talented at cooking. He opens a massive restaurant in Liyue Harbor, and lots of customers come every day, so he's always super busy. Then, well, how should the story go from there? Ooh, that's good. But wait, didn't we say he's really good at cooking? That wouldn't make sense. There's no need to jump to the conclusion. Why don't you elaborate more on the chef? More about the chef. You mean both good and bad things? Yes. To gain one's empathy, there must be familiarity. I would like to understand this chef character of ours a little deeper. Paimon didn't think this far. Why don't you take it from here? Since you've spoken with others familiar with Keqing, why don't we integrate their thoughts into your story? That will allow it to become all the more convincing. Okay. Let Paimon think. What did Cloud Retainer say? As one sows, so do they reap. And the joy of reaping is what one yearns for. That was quite poetic, Paimon. Bravo! Oh, now Paimon remembers? Cloud Retainer said that if she spends all her efforts working on a machine with no time to test the outcome, then she'd be like a chef who doesn't get to try their own food. Problems are bound to pop up. Yes, it is most unwise to put the cart before the horse. That's exactly what she said. So, let's make that happen to the chef in the story. He's great at cooking, but he can't enjoy his own food. But there must be a reason why he doesn't partake in the delicacies he makes. Right! It's because he's super busy. He receives the customers, he takes the orders, and he does all the cooking himself. That should keep him busy enough. He's so busy every day that he doesn't even have time to take a break, which obviously also means he doesn't have time to eat. Hey, it's just a story. Besides, it's supposed to leave a powerful impression. Kinda like fireworks. Yes, the chef is unwilling to delegate tasks to others. He's overconfident about his own cooking abilities and tries to accomplish everything on his own. Paimon already kind of feels sorry for him. Oh, right! That's what the chef doesn't understand. And there's another saying. What was it again? Oh, yeah! A rested worker is an efficient worker. That's what Yamfi said. So, the chef gets busier and busier to the point where he can't stand up straight anymore, and he has big, dark circles under his eyes. The customers tell him to take a few days off to get some rest, but the chef won't listen. His judgment is clouded by the chores before him. He is oblivious to mountains in the distance, the bigger picture. Eventually, the chef falls ill, and his cooking becomes
restaurant. Rest is always of great importance. Although we may come across various difficulties in our lives, pushing ourselves is never a good modus operandi. The story is quite simple, without embellishment, yet deeply meaningful. If our listener is sensible, then she should quickly grasp the meaning contained within. You're saying Paimon made a good story? Sincerity can allow one to see clearly, and earnest advice can provide sound direction. The story is indeed good. The Yuhang is an adroit leader. I am certain she will understand the message you are trying to convey. Really? Score 1 for Paimon! Given that the case involving the treasure hoarders has come to an end, she is inevitably tired. Now will be the ideal moment to speak with her. If all goes well, I think your story will be a success. Hear that? Zhang Li says Paimon's story has what it takes. If anyone knows a good story, he does. Quick, let's go find Kuching. Let's go, Kitchen! Okay, Mann! Ich bin Bayern und meine Stimme ist überhaupt nicht nervig. The matter has finally come to an end, but we mustn't lower our guard. Increase patrols around Qingce Village and coordinate our people at other fireworks locations to prevent any further theft. Yes, Lady Kuching. And by the way, the Ministry has requested the Millilith to increase security along travel routes. How is that proceeding? It's all been taken care of. However, due to various reasons, there are still some blind spots in the city. Have we drafted a new patrol map? Please, give me a copy and I'll look it over when I have time. Understood. The patrol map is still being drafted, but it will be ready soon. Okay. Also, Oh, excuse me, Lady Kuching? Your friends are here. Hi, Kuching. Still working? Aren't we going to see the fireworks? Oh, yes. But I thought we'd meet at the Jade Chamber. Why have you come here? Yeah, we walked around the city just like you told us to. It's very nice. But it would be even nicer if you could join us. Do you still have work to do? It's nothing urgent, really. Just some trivial matters. But I wish to get it done as soon as possible. You can leave it to us, Lady Kuching. You've been working hard for a long time, so you should get some rest. If I'm not mistaken, the Traveler is here to remind you to take a break. That's right! Something so important that we must speak with you personally. Right now! Oh, really? In that case... Jingcheng, I'll let you take charge. Thank you. Understood. I'll handle things from here. Traveler and Paimon, let's go to the Jade Chamber. The view there is nicer and it's much more private. Perfect for talking. Well, here we are. What was it you wanted to talk about? Yeah, we want to tell you a story from this beautiful view. What do you say? All right, I'm listening. So it turns out we just heard some big news in Teyvat. A very talented chef is in trouble. Oh, is the chef from Liyue? From Liuli Pavilion or Xinhua Kiosk, perhaps? No, the chef is from Mondstadt. Yeah, and he's really, really good. He had a restaurant right next to the city gate. He was super efficient, and his cooking was really delicious. So his restaurant had been getting more and more popular. In fact, he became so busy that the worker from the florist next door asked him, "Sir, why don't you find someone to help you in the restaurant?" But the chef brushed the idea aside,
saying that he's the only one that can turn top quality ingredients into world-class dishes. No one could help him. Well, confidence is an essential trait for a good chef. He must be an excellent cook. That's what everyone was saying. But surprisingly, after just 6 months, no one would dine at his restaurant anymore. Shocking, right? Do you have any guess why? Maybe the chef had fallen ill, or... Wrong answer! You tell her, Traveler! Ding, ding, ding! Yep, it's because the chef was too stubborn. He would keep himself busy every day and try to make the most delicious dishes for all his guests. But he forgot that he's only human and needs time to eat and rest. He was so busy that he didn't even have time to eat and couldn't even taste his own cooking. He was unwilling to seek help, even when he's tired, because he thought he's the only one capable of cooking the best dishes. Eventually, the people around him felt like they couldn't help him anyway, so they just left. And because he had forgotten the original taste of his dishes, he was no longer a good chef. In the end, his restaurant had no choice but to close for good. Oh. I see. He's overly confident, which disappoints the people around him, and he's so impatient that he ends up losing sight of his original purpose. So, that's the whole story? Oh, yep, that's the whole thing. Hey! Didn't you just say that Paimon made a great story? Did you come up with that story? Oh, no, we just, How should I describe it? The story is very simple, and I suppose the ending isn't really surprising. Think before you act and don't overexert yourself. Of course, I understand these concepts in theory, but when tasks come to me personally, it is easy to lose sight of the bigger picture. Yes. Up in the mountains, we can see the mist in the clouds. Out in the ocean, we can see fog on the sea. That's why, from time to time, we need to examine where we are, remove the fog, and feel our heart. So, how do you feel now, Kuching? How do I feel? Deep down inside, I wish I could slow down time. That way, I could finally take the opportunity to walk around the city, see the people I wish to see, and watch the fireworks. Thinking back, I used to be even more impatient. My colleagues would resign after just 3 months of working with me. You're completely right. It's important to know your boundaries. But I am getting better. You can tell, can't you? And I did make a promise with you, didn't I? We agreed to enjoy the fireworks show together this year. So... Happy Lantern Rite, Traveler and Paimon. I'm very happy to be here and enjoy this moment together with you. I've poured all my best effort into this fireworks show. And now that we're here, I sincerely hope you will enjoy it. I feel very fortunate to be right here, enjoying the fireworks, and enjoying the view of Liu Harbor. Happy Lantern Rite. Happy Lantern Rite. And... thank you.
Lady Kuching. The item Lady Ningguang prepared for you has arrived. Traveler, wait here for a moment. Don't go anywhere. Huh? Must be something important. Traveler, Paimon? Ningguang had her personal tailor make it for me. Said it's an imported style. Well, do you like it? Wow, it's beautiful! It's time. Traveler, please enjoy the grand finale of this year's Lantern Rite. The fireworks show. Hey, check you out. Looking pretty fancy. Only a true treasure catches the eye of Captain Beidou. Seems I've struck gold with this one. Did you see that? Way over there, a firework that looks just like a pig! So it does. Hey everyone, time to eat. Food's ready. No better way to celebrate. Dr. Baiju, sorry to trouble you again this year. No trouble at all. Lantern Rite. Happy Lantern Rite. Happy Lantern Rite! Was eine schöne Cutscene. Oh, wie schön. Die gefällt mir wirklich. Happy Lantern Rite. Tja, und das Outfit von Kuching habe ich schon. Zack. Let's go. Time is again. What did you think of this year's fireworks display? I just hope this festival can be everything that people want it to be. Really? I hope you're not just saying that to reassure me. I want you to be straight with me if you have any suggestions. Anyway, if you have any time during the festival, take a look around the city. There's a lot to see, but it won't last, so make the most of it. If only I had a little more free time. I'd love to take you around and show you everything we did to make the city look special during the festival.
Für mich wie das Spider-Man-Meme. Shenhe. Okay. Gut, die Quests haben wir damit erledigt. Dann beginnen wir jetzt mit den Minispielen. Glückliche Kameradschaft. Ach so. Ja, das könnte ich jetzt, wenn ich genug Dings hätte, machen. Fangen wir mal damit an. Bunte Flämmchens. So, ich muss also die letzten zwei Dinger herstellen. Das werde ich doch jetzt mal direkt tun. So, zack, zack. Machen wir es. Da. So. Wirbel der goldenen Funken. Oh, 5. Heilige Scheiße. Farbe, Höhe, Dichte. Höhe, Dichte ist zusammen. Ich kann es ja mal mit Akribie. Was haben wir denn hier noch? Feuerkraftschmelze wird moderat verringert. Ach, das ist die Schmelze, okay. Das Schicksal entscheiden. Ne, die brauche ich nicht. Akribie. So, nehme ich erstmal die. Zack. Dann die. So, und Höhe ist schon drin. Easy. Höhe ist dort. Dann könnte ich hier. Da wäre Farbe und Dichte mit bei. Nee. Hier wäre Farbe, Größe und Drehen. Ja, das könnte. Okay, 2 sind drin. So. Hier muss ich dann noch einen einzelnen klein machen. Sehr gut. Und Größe wäre das hier. Da muss ich jetzt die dicken auspacken. Nee, Moment, das ist Höhe, Größe. Das zählt, das ist drin. Der leuchtet. Oh, und drehen. Ja, easy. Zack. Perfekte Qualität beim ersten Versuch. Alter, nicer Scheiß. So, genau so soll es sein. So. Okay, die Höhe ist das geringste. Können wir mal ein bisschen Akribie. Oh, der ist schon übers Ziel hinausgeschossen. Nochmal. Akribie, okay. Dichte ist dort. Okay, jetzt haben wir überall so ein bisschen was. Wenn ich jetzt hier reingehe und sage, ich hätte gerne die entschiedene, könnte schon zu weit sein. Ja, no, viel zu weit. Oh Gott, oh Gott. So. Okay, Höhe ist drin. Dann bleibt jetzt noch Dichte. Ach. Ich nehme mal den Nörgler. Der passt wieder nicht, ey. Nee. Aber der andere wäre zu viel gewesen. Scheiße. Höhe ist drin. Wie kriege ich denn jetzt den Dichte da? Ach Gott. So, warte mal. Moment. Oh. Okay, da komme ich. Ja, das ist schwierig. Da komme ich nicht so ganz dahin, wo ich hin möchte. Ich mache mal was anderes. Ich mache mal hier
Erstmal die zwei dicken mit der Kühnheit. Drehen noch. Dann die Höhe mit Akribie. Okay, das ist jetzt schon wieder Polen offen. Dann du und du. Ne, das trifft die Höhe, aber trifft Drehen nicht. Okay. 3 sind drin. So, und hier, ja, jetzt nehme ich den einfachen. Der einfache wird zu wenig sein. Beten. Beten. Yes. Okay, das war jetzt ein Brock, aber ist ja egal. Solange es passt. Und hier weiß ich jetzt wieder nicht, was ich machen soll. Nörgler wird nicht reichen. Entschiedene Kühnheit wird drüber fliegen und... Ich kann höchstens 2 kleine machen. Und jetzt habe ich keine Dings mehr. Fuck. Oh nö, das war so gut. Ich habe wieder nicht auf meine Ausdauer geachtet. Ah, so ein Ärger. Nochmal. So, wie habe ich das gemacht? Erst die 2 großen machen. So. Du und dann drehen. So, dann die Höhe mit Akribie. Dann das ist beeinflusst Dichte und Farbe. Oh, Dichte ist drüber geschossen. Scheiße. Dichte, drehen und Höhe. Ne, Höhe ist fertig. Oh, Farbe. Kriege ich den da rein? Wenn nicht, ist eh vorbei. Ne, ist eh vorbei, okay. Ja, ich bleibe bei meiner alten Strategie. Mit der entschiedenen Kühlheit. Erst du, dann drehen. Dann Höhe mit Akribie. Dann Dichte mit Akribie. Dann Farbe mit Akribie. Das beeinflusst Dichte und Größe. Okay, sind die drin oder sind die nicht drin? Höhe? Höhe ist drin. Drehen? Drehen ist auch drin. Okay. Dann nehmen wir einfach mal, das zählt. So. Ich versuch's mit der Kühnheit. Der ist drin. Okay. Das gibt einen einfachen. Und das gibt einen Nörgler. Oh yes. So läuft das nämlich. Bam in your face. Okay. Das haben wir dann also abgeschlossen. Jetzt könnten wir die schönsten Feuerwerke machen. So. Aber erstmal holen wir uns die Belohnung. Zack. 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 So. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So. Jetzt gehen wir ein bisschen Bötchen fahren. Der große Fang. Okay, verstehe. Da komme ich so ohne weiteres nicht hingeschippert. Schade. Ich sehe schon da, okay.
Ich hoffe, die bleiben. Ich hoffe, die sind nicht nur zum Laternenritual hier. Ich hoffe, die Schipper-Dinge bleiben. Ich gehe erstmal zum großen Fang. Am schlimmsten hiervon fand ich eigentlich dieses Ballonschießen. Das war irgendwie doof. Alles andere war cool, aber dieses Ballonschießen war irgendwie doof. Blöder Hillichel. Ah, da gibt es eine Klopperei. Okay. Dann mache ich die zu Ende. Mach ich die am Ende? Was sagt denn hier unser... Schließt die Herausforderer mit 60 Sekunden über 90 Sekunden Zeit ab. Nur diese? Okay, warte mal. Dann brauche ich mal eben mein Expertenteam. Blub. Um ein bisschen mehr Damage zu erledigen. So. Die große Zusammenkunft, der große Fang. Besiege die Elite-Schatzräuber, um sie daran zu hindern, die Sammlerstücke des Jadegemachts zu stehlen. Verwende die Unterwerfungsknaller, um ihren verstärkten Zustand zu beseitigen und ihnen enormen Schaden zuzufügen. Okay, ja gut, das kennen wir ja schon. Los geht's. Unterwerfungsknaller! Gather! This is order. Take two to go! By ordinance divine, obey, unleash. Let me lead you a verse. I will have order. Solidify! Higher, hands on fire. Go. Okay, das war's schon. Da lebten doch noch welche. Habe ich denn gut getut? Ah, anscheinend schon. Oh ja, da gab es dieses Jahresfischrezept. Das wollte ich mir gleich nochmal angucken. Haben wir hier denn ein Pot irgendwo? Sieht schlecht aus. So, mehr gibt es hier heute nicht zu tun. Okay, schade. Das war ja relativ schnell vorbei. Dann gehe ich mir mal kurz das Rezept anschauen. Und gucke. Boop. Da, Rezept Jahresfisch. Ah, okay. Erhöht den Angriff aller Truppenmitglieder 3 Sekunden lang. Und die KT um 6 bis 10%. Ja, ist nicht schlecht. Ist nicht schlecht. Mal wieder für das nächste Pimmel-Event, wo man unmöglich alle Punkte holen kann, kann man das wieder benutzen. So. Hier gibt es jetzt sammle insgesamt 1500 Wohlstandsstatusmonate der Aktion Flüchtige Farben und Flug. Okay. Das haben wir gemacht. Und damit auch die 50 voll. Nicer Scheiß. Gib mir Urgestein. Okay. 4, 2, 6. Ich habe vom keinen viel. Wohlstand brauche ich, glaube ich. So. Gib Urgestein. Okay. Dann bleibt ja jetzt nur noch Dingens übrig. So. Das kann ich noch nicht einsammeln. Ja, da fehlt mir noch die besondere Herausforderung heute. Der Meeresverteiler. Das war vermutlich die Klopper-Quest.
die wir beim Zwischenkapitel gemacht haben, nehme ich mal an. Aber erst löse ich die Rätsel und dann mache ich das. Stimmt, das ist ja hier. So. Mal gucken, wie bescheiden die diesmal wieder sind. Bisher fand ich es teilweise unmöglich, das zu sehen. Aber gut. Belohnung, nein. Ach du Scheiße. What the hell am I looking for? What? Warte mal. So? Okay. Ich halte mich jetzt da unten an den Fortschritt. So? Okay. So? Das kann man niemals hinhauen. Nee, so nicht. Ah, jetzt sehe ich's. Ich sehe es. Nee, doch nicht. Ich dachte, es ist so ein Elchkopf hier, weißt du? Aber vielleicht auch nicht. So, okay. Nee. Nee. Ey, ich habe keinen fucking Plan. Das verschiebt die auch nur. So soll es nah dran sein. Hier irgendwie soll es nah dran sein. Ja, genau das versuche ich doch zu bilden, du Arschkeks. Warum nimmst du das denn nicht? Bin ich jetzt blöd? Das ist es doch, oder nicht? Ja, hä? Ach, jetzt komm. Ach, komm. Ach, komm. Frech. 100 Pro habe ich das erkannt. Ich habe was von Elch gesagt. So. Das ist das die Harfe oder was? Okay. So. Nee. Ah, oder. Hier, da. Hallo? Ich sehe es doch. Los. Erkenne meinen Genius an. Ey, dieses blöde Kackteil. Ich sehe es doch. Er schließt nicht ab. Was soll ich tun? Okay, was willst du von mir?
Okay, so. Ach Gottchen, ja. Entschuldigung, ich habe einen Tentakel vergessen. Oh, ist das eine Scheiße. Ach du Scheiße, ich kann alles voll 3 Komponenten. Was geht ab, Mann? Das verbessert das überhaupt nicht. Cool, okay. Okay. Nee. Okay, gesamtes Bild, einmal. Okay. Was sehe ich denn da? Hä? Okay, das macht er gar nicht mehr. Okay, was sehe ich? Was sehe ich dort? Was willst du mir hier sagen? Was? Okay, so. Nee, auf der anderen Seite so. Ein Kranich? 97, 96. Ich sehe dann weder 97 noch 96. Ja, den Kranich sehe ich, aber... Schon. Der hier ist natürlich völlig falsch. Ah, ich muss das gesamte Bild ein bisschen verschieben. Ja, hat ja nur 3 Minuten gedauert. Das Spiel wird nicht mein Favorite. So. Okay, schön. Jetzt könnte ich mich auch getrost umbringen. Haben wir jetzt schon Holde Mondbraun? Ne, da fehlen mir noch die Dinger. Und hier fehlen mir auch noch die Dinger. Okay, gut. Dann gehen wir mal das Mistvieh schlachten. Was gibt es denn da für Herausforderungen? Lass mal gucken. Einmal, dreimal, 6-mal besiegt Based, bevor sie mehr als 4-mal tauchen kann. Besiege Based, ohne von ihren Stromangriffen getroffen zu werden. Das wird niemals passieren. The Based. Blödes Based. Ja, vielleicht zählen ja Schilde. Who knows? Vielleicht haben sie ja ein bisschen angepasst. Aber ich befürchte nicht. Warum sollte ich das Single machen? Völliger Quatsch. Wie direkt weggeungt, die Olle. Also ich weiß, das Tracking mit den Erfolgen ist manchmal ein bisschen merkwürdig im Mehrspielermodus. An einem Ort, den die opulenten Festlichkeiten nicht erreichen, ist ein seltsames Monster namens Based auf der Lauer.
Enraged versteckt sich in den Gewässern unter dem Gruyenturm, bereitet eine massive Offensive vor, dringe in ihr Versteck ein und besiege sie, um die aufkehrende Bedrohung zu besiegen. Die westlichen, so. Töten. 1, 2. Oh, ich habe erst 2. Well, fuck. Okay. Fehlt noch einer. Versucht. Ich dachte, ich hätte 3 gelesen. Access denied. Die hat die Welt betreten. Okay. So war das doch nur. Every journey has its final day. Don't rush. Ach, Daddy, jetzt nimm doch die Einladung an. So nice to de-stress. Dass die Leute immer mit ihrem Klapp-Motorola in dieses Spiel reinjoinen. Fuck you, ey. A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? Okay. Wie kann das sein, dass er noch im Ladebildschirm ist und das Spiel mir sagt, er ist jetzt beigetreten? Ich dachte, dafür wurde das eingeführt, damit das eben nicht passiert. Should we really be off work this early? Kein Heiler. There is still a lot. Let's try this. Eins, 2, 3. Hallo? This is long overdue. My apologies. Inazuma shines eternal. Illusion Phew. Schilde und oder Essen wäre wahrscheinlich schlau gewesen. Shine down. All hail. What? Illusion shattered. Next on the agenda. Ja, das wird ja Spaß machen, den jetzt 7-mal umzukloppern. Hm. Much remains unfinished. Wieso kommen die nicht? Wieso kämpfen die nicht? Oh, ich bin gleich dead. Ach, scheiße. Ich weiß nicht, ob ich es noch schaffe, aber... Uah. Och, jetzt komm! Ja. Muss ja doch abhauen, ey. Blödes Arschloch. Meine Fresse.
Hm. Abgelehnt, okay. Ich kann hier gar nichts drücken. Gott. Let's go somewhere cooler. Ohne von den Stromangriffen getroffen zu werden, siehst du? Ich habe keine Ahnung, was der Stromangriff ist, aber offensichtlich habe ich es geschafft. Obwohl ich da eine halbe Stunde... So, jetzt gucken wir mal, wie viele da sind. Heal, heal, heal. Ja, passt, sieht gut aus. Hey, do you know what? Neither do I. I already forgot. Alles klar. Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? Man kann ja immerhin eine Zeile vom Chat lesen. Ja, sehr gut. So, ist alles schon wieder ready. I will have order. Ja, jetzt habe ich volles Leben, jetzt ist mein Damage etwas gesenkt, so ungefähr 50%, aber gut. Nein. Ach, der lebte noch. Ja, ist frech. Gut, dass meine Ult nicht rausgegangen ist. Echt mal, quit it.
Easy. Einfach nochmal, Freunde. Eins, zwei, drei, vier. Nicht alle bewegen. GG noch. Stabilize. Du bist doch schon tot. Kann die da außen treffen? Das finde ich interessant. Also, wenn man die angreifen könnte, wäre es noch viel cooler. Okay, zwei. Ist schon nervig lang, die Cutscenes und so, muss man schon sagen. Obwohl ich nicht glaube, dass wir wenig Damage haben. Solidify. Zack. Alle noch dabei? Jo, sehr gut. Ja, wir brauchen alle ein paar mehr Kills, ne? 1, 2, 3. Alle mal bewegen, alle mal bewegen, alle mal bewegen, alle mal bewegen, alle mal bewegen. Chris. Oh, mein Handy dingelt. Chris? Ah, okay. Stabilize. I will have order. Da hinten ist ein Kopf. Wirklich? Na gut. 50%. Zombie supportet irgendwie nur sich, ne? Das ist irgendwie echt doof in Gruppen. Okay, zwei haben wir. The Beast.
Da ist er. Stabilize. Life goes on. Opening box of Adepti tricks. Sehr gut. Jeden Kopf. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Okay. Somebody left. Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those? Wie viel muss ich denn noch? So, ich muss noch zweimal. Okay. Where do you want to go next? If you'd like to see Liyue's tourist spots, I have a few references. Warum lief der dann nicht? Songli hat die Welt verlassen. Okay. Alle haben die Welt verlassen, okay. 1, 2. Okay, alle bewegen sich. Aritaki Ito rum. Na gut. Rain, Ebro, oh, kein Heal. Eis, Heal oder so. Oder eine Batterie für Chao meinetwegen auch. Also Jean oder so. These bombs, so heavy. Well, Rain, entscheiden Sie sich, junger Mann. Ah. Noch ein DPS, der keinen irgendwie unterstützt. Ach komm. We will all die and the world will be destroyed. 1, 2, 3. Clay ist noch nicht da. Okay. Alle auf 50% schon. Na, das kann ja Alter werden, ey. Natürlich. Komm selbst mit höchstem Sprint dort nicht raus. So ein Quatsch. Ja, das wird hier ein Feastfest. Ganz klasse. Sehr gut. Da ist noch irgendwas explodiert.
Ihr habt ja alle richtig viel Damage gemacht, Freunde. Okay, sie machen nochmal mit. Dann werde ich meine letzten Essen auch noch verbraten. Ah, vielleicht kann ich mich auch mit Dingen zahlen. Okay. Start in 3, 2, 1. Also, ja. Oh fuck. Ja, die machen das bestimmt. Hust. Nur weil ich gerade fast 1 Million Damage gemacht habe, heißt es ja nicht, dass ich den ganzen Damage mache. So ist das ja nicht. Ich wollte gerade sagen, die Raiden haut aber rein, aber jetzt ist die auch RIP. Restart? You can try if you want. The day has finally come. Arataki numero uno ito here in the flesh. The damned will sooner die again. Und wo ist der denn jetzt, ey? Dodoko? Dodoko, where are you? Ja, so ein Heiler war schon nicht schlecht. Barbara. Ja. Besser als nix, I guess, aber an dem wirst du natürlich dann gar keinen Damage machen. Kann die damit überhaupt heilen? Hm.
There is no escape. Tatsache. Oh Gott, die halt ja gar nichts. Heilige Scheiße, ey. Hoi, hoi, hoi. Sehr gut. 2 Köpfe RIP. Ja, im anderen Team haben wir es geschafft, hier nicht. Wo bist du? So. Nur mal gucken, ob ich fertig. Ich meine, war fertig, ne? Mache ich noch einen mehr, damit die auch noch einen Kill mehr haben und da. Schade. Hätten wir den direkt gefistet, wäre es auf jeden Fall ein schneller Run geworden. Scheiße. Heal wäre cool.
hier mitten in der Scheiße. Sehr schön. Noch ab. So, now I have to go, guys. So. Silly jerk. So. Zurück in Einzelspielermodus. Okay, dann gucken wir mal. Gab es die jetzt durchs Besiegen der Ollen oder gab es die jetzt 1800 Punkte? Okay, das holen wir uns jetzt als erstes. Nicer Scheiß. Orchideenabendkleid für Ningguang. Zack. So, und die Einladung bei mir für Yuhen. Alle anderen habe ich, glaube ich, voll. Nein, alle anderen habe ich voll. Was müsste es für Mondstadt geben, ey? Für zum Beispiel noch Kaya und so. Das sind Standardcharaktere. So. Einladung, aktuelle Auswahl. Yunjin, yes. Okay. Sehr schön. Und jetzt haben wir noch ein bisschen Aktionshändler-Gedöns. Einmal das. Ja, und hier haben wir 1200. Ob das reicht, weiß ich nicht. Aber ich werde jetzt erstmal alles kaufen, was geht. Zack. Kann sein, dass ich gleich noch mehr von den Viechern killen muss. Sieht aber gut aus. So, sehr schön. Alles aufgekauft, alles eingeladen, alle Abendkleider sind gesammelt. Damit ist diese Aktion abgeschlossen. Wir haben alles, was wir uns erträumt haben aus dieser Aktion, erhalten. Trage dich in Hohe ein, erhalte Belohnung im Spiel. Ja, das weiß ich. Mache ich seit ungefähr 6 Monaten. Warum sagst du mir das jetzt? Okay. Für die erste Eintragung? What? Gib mir sofort die Urgesteine. Ach so, ja. Da funktioniert dann natürlich die Anmeldung auf einmal wieder nicht. Da muss ich dann natürlich mich nochmal Dings anmelden. Ist doch hier. Come on. So, beliebte Inhalte. Also, da kriege ich jetzt nichts mehr hier. Weiß nicht, warum der mir das jetzt anzeigt. Aber naja. So. Bleibt nur noch eins zu tun. In Ningguangs Kleid wechseln. Ich habe gelesen, es gab einen Bug, der bei neuer Kleidung, bei den, die ich letztes Mal vorgestellt habe, Let's go and enjoy the moonlight. Dazu geführt hat, dass sie mehr Damage gemacht haben, und zwar Mona und so, und zwar richtig viel. 48% oder sowas Damage Buff. Naja, und es stand in Reddit und die Leute haben schon geschrieben, nimm das raus, bevor ihr mir Jojo das merkt. Aber offensichtlich war es im App ist nicht aktiv. Also ist eh wurscht. So, deswegen hat es dann im Endgame auch nicht so viel gebracht. So, was wollte ich denn jetzt noch? Attribute ansehen. Wollte ich noch neue Flügelchen geben, ne? Die ein bisschen besser dazu passen. Guck mal, wie schön die passen. Die oder die? Ne, die sind... Die passen auch, finde ich. Ach, schwierig. Ne, die sind zu Dingens. Ich bleib bei dem dunklen Schema. Schwarz würde auch gehen, oder? Oder doch lieber die? Ach, schwierig. Na, ich bleibe erstmal bei dem Lila. So. Ja,
Ich finde es sehr hübsch. Es ist nicht weniger freizügig. Offensichtlich. Ich sage das deshalb, weil offensichtlich die neuen Bekleidungen ja reingekommen sind, weil die Figürchen in China wohl zu wenig anhatten. Den Chinesen. Tja. Kann jetzt daran nicht so viel mehr entdecken, aber... So, Yunjin war mir nicht hold. Ich habe tatsächlich sehr wenig Yunjins bekommen. Obwohl sie eine gute Ergänzung für mein Noel-Team gewesen wären. Aber naja, kann man nachher nix. Ist sie wahrscheinlich auch so schon. Okay, meine lieben Freunde. Das war die Aktion. Wir haben alles geholt. Und ich hoffe, ihr könnt genauso alle Belohnungen hier abgreifen, die es hier gibt. Und dann werde ich mich vermutlich als nächstes erstmal um den Abyss kümmern. Da gibt's oh, guck mal da, 0 Stunden. Ja, in 40 Minuten gibt es einen neuen. Und dann mal gucken, dann wird er hoffentlich komme ich damit klar. Mal gucken. Ja, und verzweifle nicht daran. So wie schon oft zuvor. Also, meine lieben Freunde, danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr kriegt die Belohnung. Lasst mir ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Chosen! One client, 2 clients, 3 clients. Silly churl, Billy churl, silly Billy, hilly churl. Ooh.